Aber das Rad zusammengesaut. War doch gestern noch nicht so hier. Sind sie ganz schön weitergekommen mit ihren Bauarbeiten. Wir sind hier wieder in dem Wohngebiet, was ich euch im letzten Video gezeigt habe. Allerdings hat sich die Straße seit gestern stark verändert. So, jetzt hier links. Eieiei. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Ja, bonjour, hello, merhaba, fil kanal tei, lura fil kanal tei. Ilum simur, dauta, ich hab's vergessen, Ilum simur, dautax birota. Ich glaube, so heißt. Also es soll so viel heißen wie heute geht's auf die Insel Gozo. Ich mach's nochmal. Bonjour, hello, merhaba, lura fil kanal tei, ilum semur gaudex birota. Was so viel heißt, wir fahren heute auf die Insel Gozo. Heute ist ein bisschen kühler zum Glück. Ich habe mir schon einen ziemlichen Sonnenbrand geholt. Jetzt muss man erstmal hier wieder gefährliche Straße kreuzen, bevor es weitergeht. Der Verkehr ist hier nicht ohne. Ja, und so ein Tag ist eigentlich ganz gut. Die haben rot. Und fahren wir. So ein Tag ist eigentlich ganz gut für eine längere Tour. Schon ein Stück darüber, muss mit der Fähre dann rüber. Holla, Obacht. Und das ist ganz angenehm, wenn es ein bisschen kühler ist. Von daher machen wir das heute, das ist die letzte Tour. Morgen ist Freitag, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr fahren. Mal gucken, vielleicht gehe ich ins Popeye Village. Ich schau mal. Also viel Spaß bei diesem Video. Ich glaube, hier bin ich wieder, wo ich gestern fuhr. Da stand auch dieser Betonmischer da am Weg. Dann hat sich doch der Rennradfahrer durchgezwängt und ich dann auch. Ja, so schließen sich die Kreise hier wieder. Alles nicht so groß. Ja, irgendwie fahren trotzdem Autos hoch. Ich frage mich, wo die hinwollen, weil da ist dann kein Durchkommen mehr. Aber ja, sie probieren es halt immer wieder, bis wir dann wieder umkehren müssen. Aber wunderschön hier, das ist da drüben wieder Melilla, glaube ich zumindest, oder? Irgendwo da oben. Ja, da oben ist Melilla, da müssen wir wieder hoch. Ja, das war dieses Hochplateau mit der großen Kirche, da war ja auch Baustelle. Ja, es sind sehr viele Baustellen momentan hier auf Malta anscheinend. Da drüben das Meer, die Bucht, wunderprächtig. Und hier ging diese Serpentine runter. Und ja, da drüben, ja, das war da, wo dieser Autofahrer da auf meiner Seite mir entgegenkam und einfach nicht gewichen ist. Und da müssen wir jetzt wieder runter, allerdings in die andere Richtung und dann da drüben wieder hoch. Ja, nur sonntags und an Feiertagen. Heute ist Donnerstag, betrifft uns nicht. Erster Hügel, zweiter Hügel wartet da drüben, hoch nach Melilla.
Maya Bay. Ja, wo bin ich hier? Wieder auf dem Trampelpfad. Da drüben, da bin ich gestern noch hoch. Jetzt war ich oben am Eingang der Baustelle, habe den LKW-Fahrer gefragt. Er sagt, no, not possible. Blablabla. Hätte ich ihn dann nicht gefragt, weil der hat, glaube ich, eh nichts zu melden gehabt. Das war bloß so ein Zulieferer. Hat es ein bisschen wichtig gemacht, aber ja, jetzt gehe ich halt hier irgendwie lang. Irgendwie trifft es dann wieder auf die Straße. Ich komme schon irgendwie durch. Da ist die Bucht von Melilla. Na, dass ihr auch was Schönes seht und hier die prachtvolle Kirche. Wunderschön. So, hier kommen wir wieder auf die Straße. So ein Quatsch, hätte er fahren können. Ich fahre jetzt auf dem Gehsteig hier weiter, wie gestern schon anfangs hoch. Da kommen wir auch runter. Abwärts geht's immer, rauf nimmer, oder wie war das? Zack. Faxen dicke jetzt. Ja, hier kam ich von Popeye Village auf der letzten Tour. Und hier geht's weiter zum Roten Turm. Schau mal die Wellen da drüben, ey. Krass. Ja, hier gibt's einen Strand zumindest, der ein bisschen größer ist. So mit Stränden ist ein bisschen ja, mau hier auf Malta. Gibt es immer bloß so kleine Mini-Strände, aber der hier ist ein bisschen größer. Man sieht ihn jetzt leider nicht, aber vertraut mir, er ist da. Wahnsinn, ey. Jetzt hatte ich wieder gerade eine Begegnung der dritten Art. Ich bin hier am Anstieg. Da kam hier 5 Meter vor mir eine Haltebucht für den Bus. So einer. Und dann hat er mich tatsächlich überholt, fährt in die Bucht schräg rein, dass ich nicht mehr weiter konnte. Und hat seinen Fahrgast rausgelassen. Da hat er jetzt keine Sekunde warten können. Ja, ich musste jetzt stehen bleiben, mich ausklinken. Also das hat er definitiv mit Absicht gemacht. Mensch, wir Radfahrer sind verhasst. So, da drüben ist Gozo. Da geht es jetzt runter erstmal zum Fährhafen, zur Fähre. Da sieht man schon was rüber schippern. Und dann treiben wir uns dort ein bisschen rum. Da ist hoffentlich ein bisschen ruhiger.
Schaut mal her hier. Da kommst du hier die Straße lang und dann guckst du hier, da hast du hier zwei Esel. Hello. Ja, willkommen auf Gozo. Da sind wir nun. Ist ein bisschen kleiner hier alles, aber auch ruhiger und besonnener, nicht ganz so hektisch. Schon teilweise auch auf der Hauptstraße, aber es ist doch ein bisschen angenehmer, glaube ich. Aber halt auch nicht so groß, dass man jetzt so viel sieht. Aber man kann hier, glaube ich, schon einen Tag lang sich seine Zeit vertreiben. Es sind viele so Stichstraßen in irgendwelche Buchten runter. Da muss man logischerweise ja dann auch wieder hoch. Also da geht schon Zeit ins Land. Und wir gucken mal, ob wir so die besten Spots finden. Ein paar kenne ich ja schon vom letzten Jahr. Und da werden wir auf jeden Fall wieder hinschauen. Jetzt geht es erstmal weiter ins Inselinnere und dann schauen wir mal links und rechts an die Küste. Gucken, was da so los ist. Brother, you're the son of the old man. Send me your light so we can dance in the warmth of your eyes. Ja, wenn man sich das hier so alles anguckt, dann könnte man meinen, man ist irgendwo in Saudi-Arabien oder im Libanon. Das könnte jetzt auch Beirut sein oder so. Aber interessant auf jeden Fall. Schaut irgendwie ein bisschen anders aus wie auf der Hauptinsel. Ja, da hinten diese Art Festung, ich weiß nicht, ob man es sieht auf der Kamera, das ist Rabat. Das ist so der Hauptort hier mitten auf der Insel. Da kommen wir vielleicht am Rückweg dann mal vorbei, ist auch sehr schön. Jetzt treiben wir uns erstmal hier ein bisschen im südwestlichen Bereich rum, da war ich nämlich auch noch nicht. Und gucken uns das hier mal an, wie es hier so aussieht. Let me touch you with a smile. You're so mild and tender. But I need to Also das hat sich schon mal voll rentiert, hierher zu fahren, in diese Straße. Da war ich noch nicht. Schau mal den Ausblick da drüben an hier. Ist das nicht geil? Da drüben sieht man schon das Meer, da drüben ist Malta, die Steilküsten. Es ist der Wahnsinn. Mal gucken, wie weit die Straße hier noch vorgeht, ob wir noch einen schönen Blick erhaschen, aber das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Ich muss mich korrigieren, das ist gar nicht Malta hier, was man vordergründig sieht, sondern Malta ist da drüben. Es ist diese kleine Zwischeninsel. Das ist so eine Mini-Insel, da ist auch diese blaue Lagune. Ich weiß jetzt nicht, wie die Insel heißt. Comino, irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber das ist die mit den Steilküsten. Die liegt noch zwischen Gozo und Malta. Hier ist ein Wind, ne? Ich bin immer froh, wenn ich hier das externe Mikro dabei habe, weil sonst wird man mich überhaupt nicht verstehen. Übrigens meine neueste Konstruktion. Hier mit Tesa-Band, mein Lenkerband fixiert, weil sich das aufgelöst hat. Aber Frank Betteler weiß ich ja zu helfen. Ne? Ja, da drüben sieht man jetzt gerade die Fähre ablegen von Gozo rüber nach Malta. Das da hier ist die Insel Comino, glaube ich, heißt sie. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, so schaut es hier aus. Wunderschön. Hast du deine Ruhe, nur Natur um dich herum. Hier drüben hast du Beirut. Ja, was will man mehr? Hier ist ein bisschen Müll, aber ansonsten sehr, sehr sauber hier und ruhig. Gut, jetzt kam gerade ein LKW, so ein kleiner, aber bloß so ein kleiner. Ne? Also hier ist wesentlich weniger los als in Malta oder speziell rund um Valletta.
Also Naturliebhaber sind hier gut aufgehoben. Schauen wir mal, was die Straße hier noch so bringt, wie weit die noch geht, weil nicht, dass ich da hinten noch ins Wasser falle. Weil eigentlich laut Navi müsste ich wieder in die andere Richtung. Also das sind wohl hier diese Klippen, die da oben in dem Ort da, wo ich jetzt gerade herkam, ausgeschildert waren. Aber da fahre ich jetzt nicht ganz runter. Da müsste ich jetzt hier den Weg da runter und dahin. So spektakulär schauen die jetzt nicht aus, dass ich da unbedingt hin muss. Und wir haben ja auch noch ein bisschen was vor heute, ne? Aber hier der Ausblick ist super. Und da sind zwei so Frachttanker, Öltanker. Die kommen gerade von der Straße von Hormuz zurück. War geschlossen. Wo bin ich hier gelandet? Da habe ich mir das zusammengeplant hier mit Komoot. Eieiei. Schaut euch das mal an hier. Ah. Ja gut, da unten wird es wieder geteert, aber das war jetzt wild hier. Das ist ja wie in der Wüste. Ja, der hat sich auch verfahren, ne? So schnell geht's. Schnell wieder zurück zum Asphalt. Eieiei. Das ist hier auch irgendwie so eine, ja, das ist so eine Sandgrube irgendwie. Die bauen da irgendwie Erdreich ab oder was auch immer, whatever. Auf jeden Fall schnell weg hier. Hier ist nicht schön. Die Kamera ist auch schon verstaubt. Mann. Welcome to the Moon. Ja, hier sind wir in einer weiteren Bucht, dessen Name ich jetzt nicht kenne. Sehr, sehr apokalyptisch. Mondlandschaft.
Da hoch laufe ich jetzt nicht. Das letzte Mal waren hier ziemlich heftige Wellen. Die sind dann so gegen die Klippen gepeitscht. Mal schauen, ob es heute auch so ist, weil es windet doch sehr. Es zieht jetzt auch etwas zu. Da drüben hat man auch nochmal die Steilklippen. Aber halt auch wieder sehr touristisch, wie man hier sieht. Busse da und irgendwelche Shops und whatever. Aber anschauen tun wir es uns mal, auch wenn es beschwerlich ist hier. Aber wir haben ja heute schon einiges hinter uns mit dieser Sand Road. Aber jetzt wird es abenteuerlich. Ich stelle mal das Rad hier ab, es wird schon keiner klauen hier. Und dann gehen wir mal hier durch die Kraterlandschaft. Ja, es ist ziemlich ruhig heute, eigentlich gar nichts. Also das stehendes Wasser. Also letztes Jahr war ich hier, da war der Wind anders. Also jetzt kommt er ja von Osten und letztes Jahr hat man halt Westwind, da hat es hier das ganze Wasser gegen die Klippen da gepeitscht. Also es war phänomenal, aber heute haben wir leider jetzt Ostwind und das bedeutet auch, Frank-Peter Löhr hat auf der Heimreise dann Gegenwind, was nicht so schön ist, weil wir müssen ja den ganzen Weg auch noch zurück und jetzt ist auch schon, naja, wir haben schon 3:30, 5 nach 3:30, ja, also so langsam müssen wir uns auch mal auf den Rückweg machen. Schaut mal her, wie es hier aussieht, ey. Ja, und da drüben haben wir wieder wunderschön die Steilklippen wie in Irland. Ja. Ja, dann soll es das gewesen sein von hier. Wir fahren weiter, damit wir heute noch heimkommen. Psyche spies from China try to steal your mind's elation, and little girls from Sweet Home Dream, silver screen quotation, and if you want these kind of dreams. Ja, hier haben wir nochmal Rabat. Das ist hier dieser Hauptort, den ich immer Beirut genannt habe, weil es von der Ferne so aussah. Sehr schön, das ist quasi im Inselinneren. Und wir fahren jetzt hier Katzengrad weiter geradeaus, weil ja, das Wetter wird ungemütlich. Ich lasse den Rest der Tour sein. Wir haben genug gesehen und ja, es ist ja auch schon spät. Ich muss ja auch auf Malta noch ein Stück zurück. Und von daher geht es jetzt Richtung Hafen. Edge of the world in all the Western civilization. The sun may rise in the east at least. It's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Oh Lord, hell, take me down now. Help us out. Hey, I served on very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin, or is that war you're waging? First bone, gonna come hot, go soft, bone, dream of Californication. So, jetzt müssen wir noch das Ticket kaufen für die Rückfahrt. Die Hinfahrt ist ja immer kostenlos. Und dann geht es wieder auf Malta. Hello. With card, please. How much is it? It's 580. 580. Have a nice afternoon. Thank you, bye bye. Also 5,80 kostet es. Schauen wir mal, ob wir uns wieder vorschmuggeln können mit einem Radl. Also das hat schon mal geklappt. Ah, da vorne ist ein Motorradfahrer, da stelle ich mir auch mal hin. Ah, Dampfer ist auch schon da. Müssen wir nicht warten. Jawohl, wir fahren gerade alle raus. Perfektes Timing.
Ausländer habe ich hier noch nie gesehen. Alles nur Malteser. Ich fasse es nicht. Da drüben stehen welche mit Rennrädern, Carbonlaufrädern. Krass, das erste Mal, dass ich jetzt hier mal welche sehe. Noch vorhin ist mir noch einer entgegengekommen. Den konnte ich aber leider nicht filmen. Also habe ich jetzt 3 oder 4 gesehen in der ganzen Woche. So, Frankenpedaleur im ersten Anstieg auf Malta wieder zurück nach Hause. Da hinten ist irgendwo der Fährhafen. Das soll es gewesen sein. Ich sage danke fürs Zusehen und bitte um ein Like, ein Abo, einen netten Kommentar. Vielleicht teilt ihr auch das Video an jemanden oder mit jemandem, der nach Malta möchte oder schon dort war. Oder den das interessieren könnte. Ich bin froh, wenn ich jetzt dann zu Hause bin. Da drüben ist der rote Turm wieder. Habe schon den einen oder anderen Tropfen jetzt abbekommen. Also war eine gute Entscheidung, vorzeitig Gozo zu verlassen. Ist auch ein kalter Wind jetzt irgendwie. Also die heiße Dusche wartet und das köstliche Mahl. Und ich sage ciao min Audes Malta. Ja, ciao aus Gozo und Malta und wir sehen uns ja vielleicht schon bald wieder hier in diesem Theater. Bis dahin, ciao, ciao.